Die vielleicht bisher größte Überraschung bei der WM 2026. Kap Verde schafft ein Unentschieden gegen Spanien. Und die Spanier beißen sich gegen Kap Verde irgendwie die Zähne aus. Ja, damit herzlich willkommen auf meinem Kanal Dennis Bayern Arena und zu einem neuen Video. Ja, und bevor wir zu das Spiel Spanien gegen Kap Verde reingehen, schauen wir uns nochmal die Ergebnisse vom Sonntag und vom Montag an. Ja, und da haben wir zum einen das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao, auch in meiner Watchparty, in meinem Livestream gewesen. Ja, guter Start für die deutsche Nationalmannschaft in die WM 2026. 7:1 heißt es am Ende gegen Curaçao. Nach dem guten Beginn, nach der 6. Minute schon das 1:0 für die Deutschen. Da hat man eigentlich gedacht, okay, jetzt geht es eigentlich eher so in eine Richtung. Dann kam eigentlich Curaçao, hatte sich nach dem Gegentor so ein bisschen geschüttelt. Und dann kam die tatsächlich zum 1:1. Als ich die Fans gesehen habe, habe ich mich doch irgendwie auch so ein bisschen gefreut für Curaçao. Die haben das ganze Spiel über lang super gefeiert, dass sie überhaupt bei der WM dabei sind. Und das Tor eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Ein bisschen Abwehrfehler natürlich von der deutschen Hintermannschaft. Und dann hat der Spieler von Curaçao den da nochmal ordentlich reingeschoben. Und ja, so ein bisschen abgefälscht von Kimmich. Dafür dann auch noch ein bisschen unhaltbar für Manuel Neuer. Und am Ende aber dann natürlich dann auch irgendwie ein Pflichtsieg für die deutsche Nationalmannschaft. 7:1. Und gefreut hat es für mich für Musiala, der nach langer Zeit auch mal wieder ein Törchen gemacht hat. Im Allgemeinen eine gute Vorstellung von der deutschen Nationalmannschaft. Überrascht war ich ein bisschen über Kai Havertz, der doch bei der EM oder bei der letzten WM nicht so gut gespielt hat, meiner Meinung nach. Ja, Sorgen hatte man noch so ein bisschen in der Abwehr. Ich denke mal, wenn die nächsten Spiele kommen, da muss die deutsche Nationalmannschaft hinten schon ein bisschen fester stehen, schon ein bisschen geordneter stehen. Das war mir doch manchmal so ein bisschen Vogelwild, auch gegen Curaçao, die jetzt nicht zu vielen Torchancen gekommen sind, aber doch das ein oder andere Mal die deutsche Nationalmannschaft hinten auch so ein bisschen beschäftigt hat. Klar, bei 7:1 fällt das dann nicht unbedingt auf, aber wenn man dann halt sieht, dass es eher das leichteste Spiel war bei der WM, denke ich mal, und die nächsten Gegner dann Elfenbeinküste und dann Ecuador heißen und das Turnier dann hoffentlich wahrscheinlich dann auch weitergeht. Und da muss man sich dann schon ein bisschen steigern, aber wie gesagt, das ist das erste Spiel, man ist gut reingekommen in die WM, das ist die Hauptsache, dass noch nicht alles richtig klappt, das ist eigentlich normal. Denke mal, das Team wird sich auch festigen über das Turnier hinaus. Und es ist ein guter Start. Es ist bisher das höchste Ergebnis bei dieser WM und macht Spaß auf mehr, muss man schon sagen, ja. Ich denke mal, das Spiel gegen Elfenbeinküste wird dann doch schon eher ein bisschen richtungsweisender sein. Und da hoffe ich natürlich aber auch, dass die Deutschen sich da gut zeigen. Gerade in der Offensive, denke ich, sollten wir oder haben wir da keine Sorgen. Wie gesagt, für mich Kai Havertz da auch gut im Spiel gewesen, hat 2 Tore gemacht. Auch die Einwechselspieler, klar, wenn du in der 17. Minute dann reinkommst gegen Curaçao, da wäre Dennis Undaff, der dann auch nochmal ein Tor gemacht hat. Gehört vielleicht auch nicht ganz so viel dazu, da muss man vielleicht nicht überbewerten, aber trotzdem, wie gesagt, 7:1 hat man ja auch nicht so oft und einige Überraschungen gab es dann aber trotzdem noch. Ja, aber ihr könnt erstmal unten reinschreiben, was hat euch bei der deutschen Nationalmannschaft bisher ganz gut gefallen und was weniger, was muss noch verbessert werden. Gerne mal unten in die Kommentare reinhauen. Und nach der deutschen Nationalmannschaft hat dann in der Nacht auch noch Niederlande gegen Japan gespielt. Das war dann auch irgendwie so ein bisschen überraschendes Ergebnis. 2:2 am Ende. Hätte ich ja vielleicht so nicht sehen kommen. Ich habe es dann auch, glaube ich, ein knappes 2:1 getippt für die Niederländer. Aber wie gesagt, am Ende dann Punktteilung zwischen Niederlande und Japan. Und dann ganz tief in der Nacht zum Montag rein. Elfenbeinküste, unser nächster Gegner gegen Ecuador. Spätes Tor in der 90. Minute. Ahmad macht das 1:0 für Elfenbeinküste. Bin ich mal gespannt. Ich konnte das Spiel leider nicht sehen. War ja, wie gesagt, relativ spät in der Nacht oder relativ früh am Morgen, wie man es nimmt. Und ja, Elfenbeinküste, denke ich immer, der stärkste Gegner bei uns in der Gruppe. Und wenn wir natürlich mal gucken, wie die Deutschen dort rangingen in die Elfenbeinküste am Samstag. Und da spielt die Deutschen um 22 Uhr auch wieder bei mir auf meinem Kanal zur Watchparty. Kommt gerne rein. Also herzlich eingeladen. Wer auch immer um 22 Uhr noch wach ist und Fußball guckt, kann gerne bei mir mal reingucken auf der Seite und in der Watchparty. Ja, dann hatten wir Montag früh noch Schweden mit einem 5:1. Das hätte ich auch so nicht erwartet. Die Schweden auch viele Patzer genutzt von Tunesien am Ende. Und ja, 5:1 auch ein guter Start für die Schweden. Wie gesagt, ich hätte es nicht so erwartet. Ich habe es auch gar nicht so getippt. Und dann natürlich der Knaller am Montagabend um 18 Uhr Spanien, Kap Verde. Glaube ich, jedes gefühlter Fußballspieler hat auf Spanien getippt, sein letztes Hemd wahrscheinlich. Ich habe gehört, einer hat dort sogar 1 Million
Dollar getippt auf Spanien. Da muss man auch wahrscheinlich erstmal mutig sein. Am Ende ja, wurde er bestraft und hat natürlich das ganze Geld verloren. Aber was war das bitte für ein Spiel? Ne? Was war das bitte für ein Spiel von Kap Verde, die wahrscheinlich ihr Spiel ihres Lebens gemacht haben? Erstmal für die WM qualifiziert und dann natürlich gegen Spanien. So ein Spiel, hat wirklich alles reingeworfen in der Abwehr. In jeden Ball haben die sich reingeworfen und in jeden Zweikampf. Das war schon schön anzusehen. Wie gesagt, es war zwar eine Nullnummer, aber das Spiel hatte natürlich so ein bisschen auch von der Spannung gelebt und man hat irgendwie jederzeit erwartet, ja gut, bei jedem Angriff, dass Spanien jetzt vielleicht irgendwie Tor macht. Die hatten ja auch viele Torschüsse, nicht ganz so viele direkt aufs Tor, aber ja bitte, was war denn das auch für ein geisteskranker Torhüter da hinten drin? Ja, der 40-jährige Fosinha, der hat da alles weggehauen, was es weggehauen zu gab und gehalten. Und wie gesagt, wenn der Ball mal raufkam, dann kam vielleicht noch irgendwie einer von Kap Verde dazwischen und den Ball abgefälscht zur Ecke, sonst was. Die Spanier haben sich da ein bisschen die Zähne ausgebissen, aber man muss auch sagen, Spanien, dafür, dass sie halt irgendwie so auch im Favoritenkreis waren, gut, es war das erste Spiel, aber es war schon, ja, ich würde nicht sagen lustlos, es sah irgendwie ideenlos aus. Gar nicht so, wie man Spanien vielleicht kennt. Aber vielleicht haben sie auch Kap Verde ein bisschen unterschätzt. Später auch erst die Einwechslung von Nico Williams und Lamine Yamal. Und ja, am Ende, wie gesagt, Punktgewinn für Kap Verde. Hat mich tierisch gefreut. Der eine Fan, der eine Million drauf gewettet hat, wahrscheinlich nicht. Aber ja, könnt ihr auch gerne mal unten reinhauen. Habt ihr auch euch so gefreut für Kap Verde? Wie gesagt, generell habe ich das Gefühl, bei dieser WM, da sind schon einige Ergebnisse dabei, die haben schon Überraschungspotenzial und hätte man auch so nicht erwartet. Und gerne mein Video nochmal auschecken. WM-Prognose 2026 verlinke ich auch nochmal hier unter diesem Video. Und zwar habe ich da alle 104 Spiele getippt zu dieser WM. Habe schon gemerkt, den einen oder anderen Tipp habe ich natürlich völlig daneben gesammelt, aber es gab auch schon Tipps, die ich richtig getippt habe. Aber könnt ihr gerne mal sehen, wie gesagt, da auch getippt, wer denn am Ende Weltmeister wird. Ja, und dann hat man am Montagabend noch das 21 Uhr Spiel Belgien gegen Ägypten und da habe ich dann auch mal richtig getippt und zwar Belgien gegen Ägypten 1:1, mein Ergebnis, was ich auch selbst getippt habe und ja, angefangen, Ägypten sehr gut, kam 1:0 in Führung und man hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass Ägypten auch so ein bisschen näher dran ist, entweder das 2:0 zu machen oder das 2:1. Am Ende ist es dann ein Unentschieden und die Belgier lassen dann vielleicht auch noch so ein bisschen viel liegen, hatten dann zum Schluss hin vielleicht ein bisschen Oberwasser und konnten da aber leider das 2:1 nicht erzielen. Aber Lukaku kam rein, 3 Sekunden später macht er nicht das 1:1 selber, aber er ist mit beteiligt bei der Situation und im Endeffekt ist es dann ein Eigentor eines ägyptischen Spielers und trotzdem, da musste er erstmal reinkommen und diese Stärke auch haben. Ist auch natürlich auch ein bulliger Spieler, aber es war auch ein ansehnliches Spiel. Es war vielleicht ein bisschen mehr drin für beide Mannschaften. Wie gesagt, Belgien versuchte so ein bisschen das Spiel zu machen, Ägypten saustark in Kontern. Also da waren noch einige Sachen, die Courtois dort vereiteln musste und fand ich auch, wie gesagt, ein sehr ansehnliches Spiel. Ja, und dann in der Nacht zum Dienstag, die Spiele habe ich leider nicht gesehen, da muss ich natürlich auch nochmal die Tore angucken. Da hatten wir den Saudi-Arabien gegen Uruguay, kam für mich auch persönlich sehr überraschend. Da habe ich gedacht, dass Uruguay 3:0 gewinnt. Am Ende ist es dann auch ein Punktgewinn für die Saudis und ja, Uruguay lässt ja erstmal Punkte liegen und dann haben wir noch Iran gegen Neuseeland. Da hätte ich getippt oder habe ich getippt 2:1 für Neuseeland und am Ende ist es da auch ein Unentschieden. 2:2, der Iran holt dort einen Punkt. Heute steigt dann Frankreich, der, ich denke mal, Top-Favorit auf dem WM-Titel mit ein und zwar um 21 Uhr gegen Senegal. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt und könnt ihr gerne mal unten reinhauen. Eure Tipps für dieses Spiel Frankreich gegen Senegal. Und dann haben wir in der Nacht zum Mittwoch noch das Spiel Irak gegen Norwegen, Argentinien gegen Algerien um 3 Uhr und Österreich dann am Mittwoch früh morgens gegen Jordanien um 6 Uhr. Da gehe ich aber auch mal ganz stark davon aus, dass Österreich gewinnt. Aber wenn man sich, wie gesagt, die WM so anguckt, da gibt es schon einige Außenseiter, die ganz schön aufgemuckt haben. Also, ja, vielleicht doch ein bisschen schwerer für Österreich. Und am Mittwochabend dann Portugal gegen Kongo und England gegen Kroatien. Also auch nochmal spannende Spiele am Mittwoch. Ja, das war es erstmal von einem kleinen Überblick von der WM 2026 und was alles so passiert ist und meine Meinung und meine Prognosen. Und ja, gehen wir mal rüber zum Thema FC Bayern München. Ja, und zwar erfreuliche Nachrichten und zwar um Vertragspoker, um Konrad Laimer hat sich etwas getan
und Bayern steht kurz davor, mit Konrad Laimer zu verlängern. Details sind noch nicht bekannt, aber der Kicker schreibt heute auf dem Dienstag, dass es nur noch Details sind und sich beide Parteien angenähert haben. Und das ist natürlich gut für die Planung vom FC Bayern München, wie denn die Details aussehen, wie lange und wie viel Geld er dann bekommt, und alles andere kommt natürlich dann wahrscheinlich später und kommt dann auch bei mir später in einem Video. Und es sind aber erstmal gute Signale. Wie gesagt, noch ist kein Vollzug zu melden, aber das Signal ist natürlich super, dass Konrad Laimer auf der Abwehr, auf der Außenposition natürlich verlängert. Dann haben wir noch eine kleine Meldung zu Nathaniel Brown, der deutsche Nationalspieler, der auch gegen Curaçao getroffen hat, übrigens auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat auf der linken Seite. Also es ist bestimmt eine gute Verstärkung von der FC Bayern München. Da werden wir wahrscheinlich oder würden wir wahrscheinlich in die nächste Saison mit einer guten Abwehr reingehen. Und ja, bei ihnen noch kein Vollzug gemeldet. Da geht es auch noch so ein bisschen um die Details. Mit dem Spieler ist man sich wohl einig, aber über die Ablöse muss man mit Frankfurt noch sprechen. Und ja, umso mehr Spiele er bei den Deutschen macht in der Nationalmannschaft, beziehungsweise auch die Tore erzielt, wird er wahrscheinlich auch nicht billiger. Also da wird sich das vielleicht noch so ein bisschen ziehen bei Nathaniel Brown. Und es gibt aber bei einem anderen Wechsel wohl eine fixe Transfer-News. Und zwar ist die Rede über Ismail Sabari, der Stürmer von PSV Eindhoven, momentan noch, und natürlich auch bei der WM dabei mit Marokko, der auch schon ein Tor geschossen hat. Der Bayern ist sich mit dem Spieler auf jeden Fall einig und wahrscheinlich auch mit PSV Eindhoven. Also da steht wohl auch schon richtig fest, dass der Wechsel fix ist. Weder Bayern noch Sabaris Seite haben dieses bestätigt. Da warten wir auch noch über die offizielle Bestätigung natürlich über den Wechsel, aber es soll wohl rund 50 Millionen im Raum stehen. Ja, und da gut zu sehen natürlich, dass der Transfersommer bisher im Sommer relativ gut läuft bei den FC Bayern München. Bin gespannt, was es da sich noch bewegt oder was sich da generell noch tut im Kader. Ob natürlich müssen ja auch Spieler noch irgendwie abgegeben werden. Im Raum stehen da irgendwie auch Ito, Kim, die zu einem Preis natürlich auch gehen können. Alphonso Davies ist wohl auch fraglich. Der kann wahrscheinlich wohl auch zu einem richtig guten Preis den Verein verlassen. Und schauen wir aber mal. Wie gesagt, der Transfersommer dauert noch an. Aber bisher, denke ich mal, hat Bayern München mit den 2 Transfers und mit der Vertragsverlängerung von Laimer relativ gute Arbeit geleistet. Saibari kann ich noch nicht so einschätzen. Da muss ich bei der WM jetzt noch mal gucken, wie er spielt. Bei PSV Eindhoven hat man ja nicht so oft spielen sehen. Und Nathaniel Brown kennt man natürlich aus der Bundesliga natürlich. Der hat natürlich schon ein bisschen was gezeigt. Da muss man natürlich aber auch schauen, wie er sich beim FC Bayern München macht. Aber ich denke mal, er ist jung und hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Und viele Ex-Profis und Trainer sind natürlich auch sehr überzeugt von ihm und versuchen natürlich auch so ein bisschen wie Jürgen Klopp den Preis nach oben zu treiben. Ja, schreibt da mal gerne unten in die Kommentare, was haltet ihr von der Vertragsverlängerung von Konrad Laimer? Was haltet ihr von den fixen Wechsel von Saibari von PSV Eindhoven zum FC Bayern München und eventuell der Wechsel von Nathaniel Brown auf der linken Außenverteidigerposition zum FC Bayern München? Gerne mal unten eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja, und wie vorhin angesprochen, nächster Livestream ist Samstag zum Anstoß 22 Uhr Deutschland gegen Elfenbeinküste. Ihr könnt gerne reinschauen. Ich denke mal, ich werde so 30 Minuten vorher natürlich wieder online sein und dann geht es rein in die zweite Gruppenspiel und hoffen wir natürlich, dass Deutschland mit einem Sieg denn schon 6 Punkte in der Gruppe hat. Das wäre natürlich schon ein guter Schritt ins 16. Finale. Ja, da bin ich natürlich gespannt, wie die Deutschen gegen die Elfenbeinküste spielen und ja, seid gerne dabei, wie gesagt, bei meinem Livestream, meiner Watchparty auf meinem Kanal Dennis Bayern Arena, und ich wünsche euch jetzt ansonsten noch einen schönen Tag. Wie gesagt, kommentieren nicht vergessen, Like nicht vergessen, Abo dalassen. Ja, wir sehen uns entweder in einem meiner nächsten Videos oder in meinem Livestream. Also, bis dann. Ciao.